Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere und schnelle Süßkartoffelbrötchen. Dafür habe ich hier zunächst eine große Süßkartoffel einfach schälen und anschließend grob in Stücke schneiden. Die Süßkartoffelstücke danach in einen Topf geben, knapp mit Wasser bedecken und dann für ca. 5 bis 6 Minuten bei mittlerer Hitze weich kochen. Nach etwa 5 Minuten die Süßkartoffelstücke über einem Sieb abgießen, zurück in den Topf geben und dann mit einem Pürierstab oder einem Kartoffelstampfer zu Püree verarbeiten, zur Seite stellen und etwas abkühlen lassen. Wenn das erledigt ist, 400 Gramm Süßkartoffelpüree abwiegen, in eine Rührschüssel geben, außerdem 500 Gramm Mehl und 50 Gramm weiche Butter dazugeben, einen halben Würfel frische Hefe dazu bröseln und zum Schluss noch einen Teelöffel Salz sowie einen halben Teelöffel Muskatnuss dazugeben. Alle Zutaten anschließend mit einer Küchenmaschine für 4 bis 5 Minuten verkneten, bis daraus ein glatter Teig entstanden ist, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Den fertigen Teig anschließend mit den Händen zu einer Kugel formen, auf eine Arbeitsplatte geben. Sollte der Teig noch etwas kleben, die Arbeitsplatte ruhig ein wenig einmehlen und den Teig danach mit einem Nudelholz ca. 2 cm dick auf die Größe von etwa 25 x 15 cm ausrollen. Wenn das erledigt ist, den Teig mit einem Messer in 8 bis 10 ungefähr gleich große Brötchen schneiden, dann ein Backblech mit Backpapier auslegen, etwas Hartweizengrieß oder Mehl auf dem Backblech verstreuen, die Brötchen mit etwas Abstand zueinander auf das Backblech setzen, von oben ebenfalls mit etwas Hartweizengrieß oder Mehl bestreuen und dann mit einem Küchentuch bedeckt für ca. 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Volumen der Brötchen deutlich vergrößert hat. Nach der Ruhezeit alle Brötchen noch mit einem scharfen Messer ein paar Mal schräg einschneiden und so kommt das Backblech dann in den vorgeheizten Backofen für ca. 20 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis die Brötchen knusprig sind und eine schöne goldene Farbe angenommen haben. So sehen die fertigen Süßkartoffelbrötchen dann aus. Jetzt auf dem Blech oder einem Gitter etwas abkühlen lassen und danach am besten sofort servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.